Summer kisses, winter tears, that was what she gave to me. Never thought I'd travel all alone the trail of memory. Happy hours, lonely years, but I guess I can't complain, for I still recall the summer sun through all the winter rain. Man stellt sich als Elvis-Fan natürlich schon die Frage, was soll eigentlich noch neu veröffentlicht werden? Elvis Presley starb 1977 und derzeit werden die Archive geplündert wie wahrscheinlich noch nie zuvor. Herzlich willkommen, liebe Freunde, toll, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Ausgabe von In Elvis Veritas. Ich war jetzt ein paar Tage in Griechenland gewesen auf einer Studienreise, deshalb gab es letzte Woche kein Video. Ich bitte da um Nachsicht, aber jetzt bin ich mit ein bisschen Verzögerung wieder da und zwar mit einem Vergleich, mit einem spannenden Review. Ich vergleiche nämlich Elvis The Complete Movie Masters, die CD-Version mit der Vinyl-Version, die jetzt auch endlich in diesen Tagen erschienen ist. Und da könnt ihr jetzt gespannt sein, darum wird es heute gehen. Toll, dass ihr wieder mit dabei seid. Elvis Presley! Ja, mein letztes normales Video liegt ja schon jetzt ein paar Wochen zurück, denn das letzte Video war der Livestream mit Peter Beines. Ich habe ihn euch oben nochmal verlinkt, wer ihn noch nicht gesehen hat. Tolle Gesprächspartner, wird es in Zukunft auch öfter geben auf In Elvis Veritas. Der letzte Beitrag, da wurde die Frage der Woche wieder gestellt und die Frage der Woche hieß: Wie heißt der zweite Song, den Elvis Presley als Co-Autor komponiert hat? Ja, und die richtige Antwort gegeben hat Frank Matt. Der Song heißt nämlich That's Someone You Never Forget. Es gab ein bisschen eine kleine Diskussion bezüglich dieser Frage und auch der Antworten. Einige haben geschrieben, naja, er wird bei mehreren Stücken als Co-Autor genannt. Das ist richtig. Aber nachweislich beteiligt war Elvis Presley an 2 Stücken. Das habe ich also in verschiedenen Biografien gelesen und ich gehe mal davon aus, dass das schon jetzt eine zutreffende Aussage ist. Und da geht es um die beiden Songs You'll Be Gone, den haben wir im letzten Video gehört. Und es geht um That's Someone You Never Forget. Das waren 2 Songs, die er zusammen mit Red West und Charlie Hodge aufgenommen hat. Also bei einem waren sie zu dritt, bei einem zu zweit. Ja, es kann sein, dass von Elvis nur die Idee oder der Titel dazu kam zu That's Someone You Never Forget. Aber das ist natürlich auch eine Art des Songwritings. Denken wir nur mal an die Beatles, Lennon, McCartney. Da war es ja auch so, dass der eine manchmal nur einen einzigen Textzeile dazu geliefert hat. Also, ich glaube, da sind wir schon im grünen Bereich und herzlichen Glückwunsch an Frank Matt, der das richtig und schnell gelöst hat. So, jetzt kommen wir zur eigentlichen Besprechung, liebe Freunde. Wir haben bei dem Memphis Recording Service The Complete Movie Masters 1960 to 1962 wieder 2 Versionen bekommen. Einmal die CD-Version. Ich verweise auf mein Video, das ich dazu gemacht habe. Wer sich es nicht angeschaut hat, gab es einen ausführlichen Review dazu. Und jetzt in diesen Tagen endlich erschienen für die Vinyl-Freunde ist die Vinyl-Box, eine 4-LP-Box. So sieht sie aus. Und das ist die Rückseite. Und wir haben hier drauf stehen, beinhaltet Elvis Presleys vollständige Master-Soundtrack-Aufnahmen, die er für seine Filme gemacht hat zwischen 1960 und 1962. Und ebenfalls beinhaltet in diesem Set ist eine LP mit seltenen Outtakes von diesen Aufnahmesessions. Und alle Tracks wurden professionell gemixt und remastert für bestmögliche Soundqualität. Ich werde dann gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Ich habe ja das Set ausführlich besprochen, deshalb wird es jetzt nicht so sehr um die eigenen Songs gehen, sondern es geht mir in dem Video eigentlich jetzt mehr um die Unterschiede und ob es sich tatsächlich lohnt für euch, dass ihr euch beide Sets kauft, also die CD-Ausgabe wie auch die Vinyl-Ausgabe. Die Frage ist eigentlich schnell beantwortet. Die LP-Box sollte man sich kaufen, wenn man Elvis-Vinyl-Sammler ist. Man braucht diese Box definitiv nicht, wenn man
CDs sammelt oder wenn es einem egal ist. Ja? Wo liegen die Unterschiede? Ich gehe jetzt mal auf das LP-Set ein, denn die CD-Box wurde bereits besprochen. Ich packe die LP mal aus, ich klappe sie mal auf. Wir sehen also die Auflistungen, die Master-Takes, GI Blues, Flaming Star, Wild in the Country, Blue Hawaii, Follow That Dream. Wenn wir dann das Set umblättern, dann haben wir innen drinnen diese beiden schönen Bilder, wunderschön gemacht. Wenn wir dann weiterblättern, dann kommt die Titelauflistung der nächsten LPs. Kid Galahad, Girls, Girls, Girls. Und dann noch Seite 7 und Seite 8 mit den Outtakes. Ja, wir bekommen hier auf 180 Gramm Vinyl die LPs und ich habe mir die Clear Vinyl Ausgabe gegönnt. Ich zeige euch das schnell mal. Ja, Clear Vinyl. Wir haben die Labels drauf, jeweils mit Fotos aus dem Film. Und dazu, wie gesagt, die Clear Vinyl Ausgabe, die mir persönlich sehr gut gefällt. Ja, interessant allerdings, und das muss ich jetzt mal lobend erwähnen, beim Vinylset ist tatsächlich die Aufmachung. Wir bekommen hier so eine Art Fotoalbum. Schaut mal, ja, wenn man sich das ins Regal stellt, dann sieht das wunderschön aus und man kann, wie ich es vorhin gezeigt habe, aufblättern. Das ist natürlich schon sehr, sehr schön gemacht. Jetzt, wer mein Video gesehen hat zur CD-Box, dem ist aufgefallen, es gibt kein Booklet. Ich nehme mal die CD-Box hierher. Da hatten wir dieses wunderschöne Booklet. Ich blätter es jetzt nicht im Einzelnen nochmal durch, denn ihr habt es in meinem entsprechenden Video, das ich euch angezeigt habe. Ich bin ein bisschen traurig darüber. Ich sage es ganz ehrlich, dass dem Vinylsammler mal wieder ein Booklet vorenthalten wird. Das ist nicht schön. So schön das LP-Box-Set auch gemacht ist. Ich hätte mir trotzdem gerne dieses Booklet gewünscht, denn es ist sehr informativ, es ist gut geschrieben und ich finde, ja, es fehlt hier einfach was. Was fehlt noch bei der LP-Version? Wir haben natürlich deutlich weniger Outtakes. Wir haben also tatsächlich die Master-Takes komplett, keine Frage, aber bei den Outtakes haben wir erhebliche Lücken. Ihr habt ja am Anfang schon gehört, ich habe diesen wunderschönen Movie Master, der ja dann gestrichen wurde, rausgesucht aus dem Film Flaming Star, Summer Kisses, Winter Tears. Wie ich finde, ein wunderschöner Song. In dieser Filmversion, finde ich, hat er nochmal ganz besondere Spannung. Der ist natürlich hier drauf, der ist auch auf dem LP-Set drauf. Gut anzuhören. Worauf wir uns jetzt konzentrieren können, ist die Tonqualität. Die Tonqualität von beiden Sets, vom CD-Set sowieso über alle Zweifel erhaben, aber ich muss sagen, auch das LP-Set ist absolut ein Hörgenuss. Wir hören jetzt noch uns mal zwei Beispiele an. Zunächst den Take 9 von Lonely Man aus dem Film Wild in the Country. 1, 2, 3, 4. It's a lonely man who wanders all around. It's a lonely man who roams from town to town, searching, always searching for something he can't find, hoping, always hoping that someday fate will be kind. It's a lonely man who travels all alone. When he has no one,
that he can call his own. Always so unhappy, taking shelter where he can. Here I am, come meet a lonely, lonely man. Ja, ihr merkt, der Sound kann durch und durch überzeugen. Von I Got Lucky bekommen wir das Remake mit dem falschen Start am Anfang. Also I Got Lucky. Never found a fool. I got a Ja, ihr könntet euch selbst ein Bild machen und ich denke, es hat auch überzeugt. Ja, bevor wir zu einem Fazit kommen, kommen wir wieder zu einer Frage der Woche. Ich hoffe, ihr seid wieder gespannt und seid mit dabei. Diesmal wird es tatsächlich etwas kniffliger. Glaube ich zumindest. Such an easy question. Why can't I get an answer? Die Frage der Woche lautet: Mit welchem Schauspieler aus der berühmten Soap-Serie Dallas hat Elvis Presley in einem der Filme zwischen 1960 und 1962 zusammengespielt? Knifflig. Aber ihr werdet es rauskriegen. Ich bin gespannt auf eure Antworten. Schreibt sie unten in die Kommentare rein. Und jetzt zum Fazit. Also, Fazit. Wenn du dir die CD-Version gekauft hast und du bist nicht ein ausgesprochener Vinylsammler, wie ich das zum Beispiel bin, dann brauchst du nicht unbedingt noch einmal die Vinyl-Version. Es ist auf der Vinyl-Version nichts mehr drauf, als was auf der CD-Version drauf ist, sondern weniger. Das muss man, so ehrlich muss man sein. Auch ist die Reihenfolge der Tracks anders angeordnet, aber das ist eher zweitrangig. Unterm Strich sind die Sets insgesamt wieder ein sehr, sehr gutes Produkt. Ich muss sagen, der Memphis Recording Service besticht wirklich durch qualitativ hochwertige Produkte, auch was die Soundqualität betrifft. Es gibt ja auch eine Complete Movie Masters Reihe aus den 50er Jahren, ebenfalls vom Memphis Recording Service. Also wenn man hier auf dem Level weitermacht, dann kann man natürlich mit der Zeit vielleicht mal die ganzen Soundtracks bekommen, es sei denn, der Memphis Recording Service hat tatsächlich nur die Rechte bis 1962. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Wenn es so wäre, wäre das natürlich die letzte Reihe. Ja, das war's wieder für dieses Video. Wir bleiben am Ball. Denkt dran, abonniert meinen Kanal und gebt mir einen Like. Das Ganze und mit Kommentaren in Verbindung trägt dazu bei, dass der Kanal weiter verbreitet wird. Der Kanal wächst ja wirklich sehr, sehr gut. Ich danke euch ganz, ganz herzlich dafür. Aber natürlich haben wir noch definitiv Luft nach oben. Ich freue mich auf euch, wünsche euch eine gute Zeit und ich sage nur noch eins: Long live the King. Dankeschön, ciao und servus, euer Gerd.